Der offizielle Weg, um YouTube-Videos herunterzuladen. Diese Funktion ist besonders interessant für Personen mit einem langsamen Internetanschluss, die aber nicht auf Qualität verzichten wollen. Vielleicht kennst du schon die Funktionalität in der YouTube-App auf deinem Android-Smartphone, um Videos herunterzuladen. Darauf werde ich hier aber nicht weiter eingehen. Vielmehr möchte ich eine experimentelle Funktion vorstellen, an der YouTube schon seit geraumer Zeit arbeitet. Videos mit Chromium-basierten Browsern wie Chromium, Chrome Edge oder Opera offiziell herunterladbar zu machen. Damit ist klar, dass diese Funktion nicht nur auf Android beschränkt, sondern auf allen Geräten, auf denen einer dieser Browser in der neuesten Fassung läuft, nutzbar ist. Um neue Testfunktionen ausprobieren zu können, benötigt man eine laufende Premium-Mitgliedschaft bei YouTube. Hast du eine solche abgeschlossen oder bereits abonniert? Gehe auf youtube.com/new oder auf Neue Funktionen testen in der Seitenleiste. Dort wird dir eine Funktion namens Videos von deinem Browser herunterladen angeboten, die du optional aktivieren kannst. Beachte, dass die Verfügbarkeit dieser experimentellen Funktion zeitlich begrenzt ist. Der Testzeitraum wurde allerdings in der Vergangenheit schon einmal verlängert. Probieren wir es also aus. Nach der Aktivierung steht dir in der Seitenleiste ein neuer Menüeintrag namens Downloads zur Verfügung. Um die Liste zu füllen, musst du entweder im Dreipunktmenü eines beliebigen Videos auf Herunterladen klicken oder auf der Video-Webseite auf der entsprechenden Schaltfläche. In den Download-Einstellungen kann die herunterzuladende Videoqualität eingestellt werden. Wird das heruntergeladene Video über die Download-Liste gestartet, kann sich das Video angeschaut werden, ohne dass es nachgeladen werden muss. Beachte: Wird allerdings aktuell auf dasselbe Video über einem anderen Weg zugegriffen, wird nicht das im Browser gespeicherte Video abgespielt, sondern wieder gestreamt. Ob es sich um die heruntergeladene Version handelt, kann an der komplett grau-weiß gefüllten Navigationsleiste erkannt werden, sowie daran, dass in den Qualitätseinstellungen nur die eingestellte Download-Qualität zur Verfügung steht. Kleiner Nebeneffekt: Durch diese Funktion wird YouTube auch offline nutzbar, sodass sich die heruntergeladenen Videos auch ohne bestehender Internetverbindung angeschaut werden können. Es bleibt zu hoffen, dass diese Funktion weiter ausgebaut und nicht wieder eingestellt wird. Bis dahin.